Flagge. Jetzt. Und da kommt der Start der Tourenwagenklasse. Randvoll die Klasse, so wir das sehen wollen. Wer hat hier mehr Speck an der Kette? Ja, an den Antriebswellen. Thomas Hinkels oder Selina Ibel. Das ist die Frage. Ganz eng zu 4 Zentimeter in die Kurve. Da gibt es auch mal eine kleine Berührung. Da sieht aber alles fair aus. Und geht anscheinend so viele in der Jugend. Also vorne Moritz Götz, Selina Ibel, Patrick Thomasek, Robin Hugi, Luis Engels, Marlon Andersek, Marlon R. Vierter. Leute, geht's hier Kopf an Kopf über den Autocross-Ring. So wollen wir das sehen. Marlon R. probiert hier ganz außen den Berg hoch und den Schwung mitzunehmen. Andersek geht vorbei an Luis Engels. Die drei Corsas hier nebeneinander. Zweimal Corsa B in blau und dann der Corsa C von Luis Engels. Hier gelb-rot lackiert. Wir sehen hier alle Fahrzeuge wirklich sehr ähnlich von der Leistungsaufbau her unterwegs. Da schenkt sich keiner einen Zentimeter. Hier die Performance und die Pace, die ist ganz dicht beieinander. Marlon R. will jetzt innen vorbeigehen an Hugiel. Schafft es aber nicht in die Lücke reinzufahren. Also vorneweg erstmal Moritz Götz. Hier ist Selina Ibel vom MSCS vor dem neuen Auto. Die wäscht den Honda richtig aus. Da sehe ich keinen Bremslicht vor der Linkskurve. So soll das sein. Bei den Jungs sind das manchmal schon. Also, das macht sie schon mal. Und die Isabel Hirsching geht hier vorbei. Also, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da kam die Isabel gerade ein bisschen weit raus in der Kurve. Wie gesagt, die fährt ab ihre ersten Rennmeter und das macht sie super gut. Kann das Auto wieder kontrollieren und setzt sich wieder an die Verfolgungsjagd. Ja? Nicht nochmal, ja. Hinter dem Kollegen Hugiel fährt noch die Egel Hellig. Mit der Raphael Pöppeling, der ist wieder Isabel Hirsching. Das ist der Luca Kronauge im Polo 86C. So, Götz kann sich freifahren. Ibel in die Position, aber zwischen Thomas und Andersen, der Reihe und dem blauen Corsa B, da wird es jetzt ganz eng. Die sind nämlich dicht am Dicht hier unterwegs. Position vom Treppchen noch getauscht wird. Isabel jetzt mutig, geht vorbei an Raphael Klöpping, der hoch, geht wieder kein Bremslicht vor der Linkskurve. So wollen wir das sehen. Klöpping jetzt aber hin, der hat jetzt die bessere Linie. Ist es der Renault Clio oder Isabel im Seat? Und da sieht aber gut aus, jetzt hat sie es wieder geschafft. Und zieht Entwicklung bei Moritz Götz, was ist da los? Ist das ein technischer Defekt? Das sieht mir nach einem leckeren Wassersystem aus. Viel heißer Wasserdampf, der rausfliegt. So, der Marlon wird auch lecker rein. Kommt er noch bis ins Ziel? Kann er den Platz 1 noch für sich behaupten? Das ist hier die Frage. Viel Kühlflüssigkeit wird nicht mehr da sein. Ich glaube, man riecht es auch schon. Wird er dann langsamer? Kann er das sein? Eieiei, Leute. Da ganz hinten ist gewinnt Moritz Götz vor, Selina Ibel, Patrick Thomasek, Marlon Andersek, Luis Engels, Amy Lynn, Helwig und aber ganz knapp Hugiel neben Marlon R. Der Kollege Hugiel reißt die Faust hoch, als er sieht, dass er hier eine halbe Kotflügel Vorsprung hat vor dem Marlon. Und hier wird ein super ersten Rennen, die Isabel Kleinring. Dahinter der Raphael Klöpping. Und hier. Da ist der kurze Moment nämlich schon vorbei. Der Start ist eingeleitet. Klasse 12 Fahrzeuge hier auf der Startplatte. Wer kann den Start für sich entscheiden? Luis Engels oder doch Emil Helwig? Das ist hier die Frage. Da geht es hier Kopf an Kopf den Berg hoch. Und vorneweg im blauen Honda Civic. Das ist schon mal
Emilien Hellwig, die den Start gewinnen konnte. Dahinter Luis Engels in dem gelb-roten Opel Corsa C. Dahinter Marlon Andersek in dem blauen Corsa B. Dahinter Marlon Erb, das ist der Bruder von der Lorraine, die wir gerade gesehen haben. Hier im Suzuki Swift auf dem 4. Platz. Und da wird hier der Luis Engels auf Platz 2 ganz stark unter Druck gesetzt. Jetzt wollen sie beide außen rum an ihm vorbeifahren. Andersek und Erb. Wird das schon funktionieren? Das ist super eng. Das reicht noch nicht. Andersek kann sich nicht an Engels vorbeidrücken. Aber wenn sich zwei streiten, dann freut sich gerne bei Motorsport der Dritte. Das wäre hier der Marlon, der auf dem 4. Platz unterwegs ist. Wenn hier der Zweit- und Drittplatzierte, wenn die beiden hier nicht mehr die schnellste Rennlinie fahren können, weil sie einfach ihre Plätze verteidigen, passiert das schnell mal, dass dann der Dahinterfahrende die noch bessere Ausgangssituation hat und dann Meter gut machen kann. Vielleicht werden wir diesen Fall gleich bestaunen können. Ja, der Moritz Götz hier mit der 1111, der konnte den ersten Lauf gewinnen, da hatte sich aber ja schon das Getriebe verabschiedet. Und ja, der zweite Gang ist abgeschert an dem Polo 6N Getriebe. Somit fährt er jetzt gerade noch in dem ersten und in dem dritten Gang. Damit kann er halt keine volle Rennpace mehr gehen, aber fährt hier noch munter und fleißig mit. Und sammelt so wenigstens wichtige Punkte für die Meisterschaft. So, der Sieger, Platz 2, hart umkämpft hier. Engels, Andersek, Erb hier, Kopf an Kopf, Stoßstange an Stoßstange hier in den Kurven unterwegs. Ich stelle die Theorie auf, dass sich hier an den Platzierungen noch etwas tun wird. Andersek fährt hier mal weit innen den Berg hoch. Marlon probiert hier ganz viel Schwung außenrum immer mitzunehmen. Andersek jetzt neben Engels. Ist das der Überholvorgang, der funktioniert? Ja, das sieht gut aus. Engels will aber sofort kontern. Setzt sich jetzt aus neben Andersek. Er auch direkt dahinter. Kann der vorbeigehen an Engels? Sucht hier in die Lücke außen. Da muss er gerade zurückziehen. Leute, so wollen wir das sehen. Rennsport, der hier auf den letzten Zentimeter betrieben wird. Marlon kommt hier mit viel Schwung den Berg runter. Hat er vielleicht außen wieder die richtige Linie für sich, dass er jetzt außenrum den Corsa ausbeschleunigen kann? Ist der Suzuki Swift Motor stark genug dafür? Das ist die Frage. Nein, das ist vorerst nicht der Fall. Also, Marlon Andersek ist auf der 2, Luis Engels auf der 3. Marlon Erb auf der 4, dahinter Hugil, dahinter Selina Ibel, hier vom MSC Hesborn, die hier die ersten Rennmeter in den neu gekauften Honda Civic fährt. Dahinter Patrick Tomasik, dahinter Moritz Götz, der offenbar noch Getriebeöl vorhanden hat, was hier schön in Rauch aufgeht. Die letzten Tropfen. Und dann hier den Raphael Klöpping, auch vom MSC Hesborn, den wir auch noch sehen. Was passiert ist, die 12:18 gewinnt, das ist die Emilien Hellwig. Und mit einem super tollen Fight auf 2, Marlon Andersek, Luis Engels, Marlon Erb, Hugil, Selina Emel, Patrick Tomasik. Ja, nehmt doch mal eine schöne Nase von dem Getriebeöl, was gerade hier in Rauch aufgeht. Das duftet himmlisch. Moritz Götz, ich finde super, dass du trotzdem fährst mit den beiden Gängen, die noch verblieben sind in deinem Getriebe. Vor Raphael Klöpping. Den Start vorbereitet. 10 Sekunden Tafel. Und da ist die Ampel aus. Wer hat hier den besten Start? Kommt am besten den Berg hoch. Ist es Marlon Andersek vorne links im Opel Corsa? Oder Raphael Klöpping hier im Renault Clio? Aber da kommt Patrick Tomasek von außen mit dem Polo hergeflogen. Kann sich aber nicht bis auf Platz 2 vorfahren. Das macht nämlich Selina Ibel hier vom MSC Hesborn in dem weißen Honda Civic. Frisch gekauft hier die ersten Rennmeter, die sie in ihrem neuen Rennfahrzeug hier absolviert. Und das macht sie überragend gut. Kann sich hier auf den 2. Platz vorfahren. Hat hier wirklich ein Sahne-Wochenende erwischt. Und ja, so kann sie die Verfolgung zum Marlon Andersek jetzt starten. Also, schauen wir jetzt auf die Platzierung.
Andersek vor Selina Imel, aber Patrick Tomasek will da hinten reingehen. Dahinter Robin Hugel, Luis Engels, Marlon Herr, Emil Helwig, Raphael Klöpping, Isabel Kleibring, Moritz Götz, der keinen zweiten Gang mehr in Betrieb hat. Oh, da fährt er wieder Und hinten der drauf. Luca Kronauge in dem Polo Das kann doch nicht 86C. Und da probiert Robin Hugel außen an Luis Engels vorbeizugehen und das scheint auch zu funktionieren. Marlon R. probiert das auch. Sagt, jo, vielen Dank, wenn die Linie so schnell ist, dann nutze ich die mit dem Swift und ganz außen fliegt er in den Berg hoch. Da geht sie dann Dreiergestirn in die nächste Linkskurve. Er geht sogar noch vorbei an Hugel. Das war ein super Manöver. Hier nimmt er extrem viel Schwung den Berg runter mit. So wollen wir das sehen. Also er jetzt auf Platz 4 vor Imel, Tomasek und Marlon Andersek. Ja, und das Polo-Getriebe hat offenbar immer noch Öl im Gehäuse. Also es duftet hier vorne himmlisch. Hauptsache aber der Moritz fährt hier weiter seine Rennrunden. So wollen wir das sehen. Ja, und hier vorne die ersten 4 schenken sich keinen Zentimeter. Da hinten aber ist wieder Engels jetzt wieder vor Hugel. Jawohl. Hinter Emil Hoffmann auch in Schlagdistanz. Also guckt euch diese Fights an. Jawohl. Genau so wollen wir das sehen. Hugel jetzt gerade vor Engels. Engels will aber wieder kontern im Corsa C. Da gibt es eine leichte Berührung und einen Dreher. Und fast sogar mit der Rolle aufs Dach, wo jetzt aber doch nichts passiert Das ist. reicht. Also, Hat er ihn fast weggedreht. Jetzt hat er es das geschafft. Rennen ist jetzt für den Robin leider gelaufen von der Platzierung her. Und Marlon Erb ist jetzt ganz nah dran am Patrick Tomasek. Was soll dieser Scheiß? Was ist der jetzt vor, Leute? Hier geht's zur Sache bei der Jugendklasse. Der Moritz wird sich freuen. So, Der hat wer jetzt den kann zweiten hier Platz. das Rennen für sich entscheiden? Ja, letzte Runde Es jetzt, geht ne? hier in die letzte Rennrunde. Guck mal, der brennt. Echt? Und da geht Marlon Erb vorbei an Patrick Tomasek, fährt sich hier in den Lauf auf das Treppchen vor, auf den 3. Platz. Diesen Überholvorgang hat er sich lange vorbereitet. Oh, da habe ich gerade Feuer gesehen unter dem Auto von Moritz Götz. Das war wahrscheinlich das Restöl, was sich jetzt gerade hier verteilt hat. Die Flamme ist nämlich schon aus. Der brennt immer noch. So, das ist das Rennen jetzt aber auch gelaufen. Marlon Andersek gewinnt vor Selina Imel. Marlon Erb, Patrick Tomasek. Rote Flagge. Wer brennt? Luis Engels, Emil Helwig. Nicht rot? Der zeigt da hinten rot. Warum So, die zeigt der rot? Streckenposten kümmern sich jetzt sofort um den Polo. Das haben wir alle schon hier im Blick. Dass das Fahrzeug direkt gelöscht wird, das haben wir gerade gesehen. Deswegen wird der Polo hier schon mal rausgezogen. Der Moritz ist draußen aus dem Fahrzeug, also alle können sich beruhigen. Es ist nichts passiert. Gut.